Die zweite Art von Linksbremsen ist für ein Turbo, dass du sagst, heutzutage brauchst du das nicht mehr, aber wir hatten ja damals ein gewaltiges Turboloch. Du trittst drauf, geht nichts. Keiner zu Hause, haben wir immer gesagt. Und dann sagst du, was ist jetzt? Und dann kommt die Explosion und das Ding setzt schlagartig ein. Also gehst du mit dem linken Fuß auf die Bremse, gibst Vollgas, dass der Ladedruck sich aufbaut, hältst ihn mit dem linken Fuß und am entscheidenden Moment, wenn du denkst, jetzt ist es soweit, lässt ihn los. Und dann schießt er weg. Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils. Mein Name ist Carsten Arndt, danke für euer Interesse an der heutigen Folge und es wird sich lohnen. Mein heutiger Gast war nämlich nicht nur zweimal deutscher Rallye-Meister, sondern hat maßgeblich zur Entwicklung der Rallye-Fahrzeuge von Audi bis hin zu den Gruppe B-Boliden mit den Vierringen beigetragen. Sein Name Harald Demuth fiel bereits einige Male, unter anderem auch in meinem Interview mit Professor Jürgen Stockmar, der damals ja Entwicklungschef in Ingolstadt war. Aber weil Rallye-Fahrer es ja gewohnt sind, schnell und knapp an Hindernissen vorbeizufahren, hat das Fahrkönnen von Harald Demuth auch die Begehrlichkeit der Filmindustrie geweckt und so war er einer der Stuntfahrer des ursprünglichen und gerade als Remake erschienenen Films Manta Manta. Und wo wir gerade bei Filmen sind, eine Werbung hat wahrscheinlich jeder von uns noch vor Augen, die mit dem roten Audi, der da dank Quattro-Antrieb so mühelos die Skischanze hochfährt. Am Steuer saß, ihr ahnt es schon. Darüber und über noch vieles mehr reden wir in dieser Folge. Hier ist für euch Harald Demuth. Vom Elternhaus kam da überhaupt nichts. Also die standen meiner Begeisterung für Autos und Motorsport eher ratlos gegenüber. Aber haben das durchaus, speziell mein Vater, den hat es dann schon interessiert. Der fuhr auch dann zu den ersten Rallyes, fuhr er auch mit. Hat mir auch sein Auto überlassen für Servicefahrten. Hat sich irgendwann gewundert, dass an seinem BMW plötzlich eine Hängerkupplung ist. Sag ich, Vater, die brauchen wir jetzt, weil Anhänger und da steht das Rallye-Auto drauf und das bringst du mir dann bitte da und dahin. Also das hat schon funktioniert. Okay, aber wie konntest du dir das leisten oder wie hast du angefangen? Ja, das war immer der Knackpunkt. Ich nehme mal an, so ist es ja heute noch, dass du einfach am finanziellen Limit kämpfst, wenn du anfängst. Und ich fing mit dem Motorsport eigentlich mit Autoslalom an. Das war überschaubar, du hast kein tolles Auto gebraucht und für die Rallyes erstmal als Co-Pilot. Aber Problem, auch heute noch, mir wird sehr leicht schlecht und ich habe dann immer geguckt, dass ich einen Fahrer finde, der mir dann die Gelegenheit gibt, mir ist so schlecht, lass mich doch jetzt bitte mal fahren und dann ging es los. Das ist ein guter Trick. Ist dir auch selber schlecht geworden beim selber Fahren? Ist mir auch passiert, aber vorwiegend dann komischerweise bei Rundstrecken. Also Nürburgring oder so, das war manchmal, wenn ich was Unrechtes gegessen habe, denke ich mir immer, war schon heftig. Das hat mir Kurt Ahrens auch erzählt. Ich finde das mal so lustig, dass Rennfahrern das auch so geht. Und der hat gesagt, er hat sich mal ins Auto übergeben und den dann an Hans Hermann übergeben. Ja, gut. Sehr gut. Aber du hast tatsächlich Fahrer gefunden, die dir dann ihr Rallye-Auto überlassen haben, weil dir schlecht war. Und ein guter Freund ist jetzt erst vor kurzem, der Gustl, mit 95 ist er gestorben. Dem habe ich viel zu verdanken, weil der hatte ein Auto, hat gesagt, du fährst, ich sitze daneben und hat ihm Spaß gemacht und das war im Prinzip mein erster Sponsor. Und wenn du ihm dann gesagt hast, also der hatte eine gut gehende Metzgerei und Gastwirtschaft, wir brauchen jetzt ein anderes Fahrwerk oder Hinterachssperre oder irgendwas, so ein BMW damals, dann hat er gesagt, okay, machen wir, du baust das ein, ja, und dann fahren wir zusammen und wir haben da auch so auf lokaler Ebene, also nordbayerische Meisterschaft, haben auch Gesamtsiege gefahren und hatten beide richtig Spaß dran. Was für ein BMW war das? Das war ein 2.2 Ti. Ah, okay, also schönes Auto, was schnell ist, ne? Ja, also geht schon ganz gut vorwärts. Und woher hattest du das Know-how, dass du wusstest, wann man was machen muss? Neue Dämpfer, Sperrdifferential? Hast du dir das selber angeeignet oder hast du irgendwas gelernt? Ja, mehr oder weniger. Also wie schon gesagt, das Interesse an Autos war immer da. Und ich habe dann so ab 15, 16 an der Tankstelle gejobbt
Und es war halt so ein Betrieb, wo der Chef alles machte. Vom Tanken über Putzen bis Einbau, Ausbau, Herrichten. Und da habe ich mir viel abgeschaut. Und habe mich auch interessiert. Bücher gelesen und ja, dann letztendlich auch dem geschuldet, dass das Geld immer knapp war. Also so Auto in die Werkstatt bringen, machen Sie mal, war nicht drin, sondern man musste halt immer schrauben selber. Und dann lernst du das. Und den BMW, den hat dann dein Vater immer an die Strecke gebracht? Also war das dieser oder naja, was das war später? Dann mehr oder weniger zur fortgeschrittenen Zeit, da sind wir schon Deutsche Meisterschaft gefahren. Okay. Und haben ihm gesagt, so ein Jahr riskieren wir, auch finanziell. Und mal schauen, wie weit wir kommen. Und nach diesem Jahr war dann im Prinzip Schluss, weil Kohle nicht mehr vorhanden. War es erfolgreich? Ja, also wenn du als Privatier beim DM-Lauf unter die ersten 5, 6 fährst, Oh, okay, ja. dann, ja, so als Nachwuchsmann, dann kommt auch bei dir langsam das Gefühl, scheinbar kann ich das ganz gut. Ja. Und umso größer die Enttäuschung, da war ich so Anfang, Mitte 20. Ja, schade, geht halt nichts mehr weiter. Und dann kam tatsächlich dieser Anruf, von dem man immer träumt. Das war von der Pressestelle damals von Toyota Deutschland. Hätten Sie Interesse, unser Auto zu fahren? Und dann musst du am Telefon erstmal cool bleiben. Oh, kann ich mir überlegen. Innerlich sagst du, jetzt hat. Und so fing es dann an, dass ich eben ein Auto bekommen habe. Und ja, hat sich dann eben entwickelt. Aber Toyota war die ersten 2, 3 Jahre die Firma, die mich da unterstützt hat. Und welcher Wagen war das? Das war eine Celica. Okay. Und den bist du in der deutschen Meisterschaft gefahren? Deutsche Meisterschaft, erstmal in der damaligen Gruppe 1. Dann war ja parallel dazu das Team Toyota Europe, Ove Anderson. Die waren ja in Brüssel stationiert und haben dort diese Gruppe 2 Autos gebaut. Mikkola fuhr, Anderson selber auch. Da habe ich dann dort gearbeitet, habe viel mit aufgebaut, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir haben Lager eingerichtet. Ich saß im Büro an der Schreibmaschine, habe die ganzen Karten geschrieben, habe auch in der Werkstatt mitgeholfen, wenn irgendwas sein musste. Und dann hat Toyota eben hin und wieder für mich ein Auto angebietet. Waren dann auch die ersten Siege in der DM. Das war 75, 76, so in dem Dreh rum, also im letzten Jahrtausend. Ja. Und so nahm das Ganze seinen Lauf. Kannst auch nicht sagen im letzten Jahrhundert. Okay, nicht ganz so dramatisch. Ja. Und damit bist du ja eigentlich schon mit den damals großen Namen, Arno Mikkola, Ove Andersen, in Kontakt gekommen und hast dann schon auch diese WRC-Luft eigentlich geschnuppert. War das so das Ziel oder war es für dich klar, es ist auf jeden Fall Rallye oder war da noch so Rundstrecke auch ein Thema? Eigentlich war Rallye das große Thema. Und so gelegentliche Ausflüge auf die Rundstrecke haben mir nichts geschadet. Und das kann ich auch heute noch jedem empfehlen. Fahr mal ein 6-Stunden-Rennen am Nürburgring. Da überholen dich Autos, wo du sagst, der hat 100 PS weniger. Und da lernst du viel. Ja. Und dann hat ein guter Freund, der ist auch sehr bekannt in den Kreisen hier, ein Journalist, Rainer Braun. Den habe ich schon mal gehört irgendwo. Ja. Der hat es ermöglicht, dass ich mal ein Formel Super V vom Kurt Bergmann gefahren bin, in Kallmann, in Hockenheim. Ja. Und da weiß ich nur, dass ich im Regen, im Training sehr gut zurechtkam mit dem Auto. Aber dann bei Trockenheit im Rennen haben sie mich durchgereicht. Und das macht einen schon nachdenklich. Was mache ich jetzt falsch? Weil man denkt ja, man kann gut Auto fahren. Aber das wiederum hat bestätigt, scheinbar komme ich mit einem Auto, das ständig in Bewegung ist, Regen oder bei der Rallye im Schotter, anscheinend besser zurecht. Also bleibst du bei der Rallye. Und damals auch Kurt Bergmann hat auch gesagt, wenn du willst, kannst bei mir fahren. Und gute Schule. Der Rallye treu. Ja. War vielleicht ein Fehler. Vielleicht wäre ich Weltmeister geworden. Ja, wahrscheinlich, ja. Oder Le Mans-Sieger mehrfach. Man weiß es nicht. Aber jetzt, Rallye ist eigentlich für mich auch deswegen interessant, du musst alles drauf haben. Tag, Nacht, alle Arten von Untergrund
Und ja, auf der Rundstrecke, ich bin ja dann auch einige Rennen gefahren, aber immer dieser Kontakt, wenn dann einer neben mir war, ich gesagt, fahr du mal voraus, und so dieses brutale, ich will es jetzt nicht zu sehr dramatisieren, vielleicht hätte ich das irgendwann mal gelernt, aber der Zweikampf, der findet halt auf der Rallye nicht statt, da läuft die Uhr. Und dann schauen wir mal, wer am schnellsten von A nach B kommt. Ja, stimmt. Das spielt auch einen Grund. Wenn man, vielleicht wirst du zu höflich und hast den anderen mal vorgelassen, was bei der Rundstrecke schlecht ist. Naja, höflich will ich jetzt nicht sagen, Unerfahrenheit einfach. Und die anderen, die drängen sich halt dann rein. Mir ist da ein Rennen in Erinnerung geblieben, das war in Macau, wo ja jetzt immer dieses, im Herbst findet es statt. Und da gab es mal in der Zeit, wo ich bei Mitsubishi fuhr, einen Mitsubishi-Markenpokal. Okay. Und da habe ich nur gesagt, ich habe den Namen vergessen von dieser Strecke, also das war Stadtkurs und ganz toll, das ist wie eine WP. Interessiert mich eigentlich nur die Trainingszeit, die war gut, und im Rennen reichen sie mich durch. Und irgendwann ist mir es zu blöd geworden, dann haben wir dagegen gehalten und da flog einer aber richtig ab. Um Gottes Willen, der kam hinterher zu mir her, hat sich für den fairen Zweikampf bedankt. Siehst du, vielleicht. Denke ich, wir ticken die Uhren schon noch ein bisschen anders. Vielleicht wäre Rallycross die gute Mischung gewesen. Kurze Rennen. Ja, aber das sind so kurze Dinger, da musste praktisch innerhalb von ein paar Minuten. Und hier auch wieder Auto gegen Auto, Mann gegen Mann. Und nee, Rallye, da bist du allein in deinem Auto, hast deinen Beifahrer, und auch dieser Endurance-Gedanke, wenn du eine Prüfung versaut hast oder Reifenschaden, macht nichts. Kommen noch 5 andere oder 10 andere Prüfungen, holen wir schon wieder auf. Also diese Ausdauer, Langstrecken-Gedanke, das hat mir immer besser gefallen als so Sprints. Und das war ja auch eine Zeit damals, wo du, also wie du schon sagtest, Tag und Nacht, und wo du ja wirklich über Stunden lang teilweise Wertungsprüfungen da gefahren bist. Ne? Also ja, das klassische Format war eigentlich 2 Nächte, 2 Tage. Dazwischen irgendwo mal eine Pause, da hast du halt dann 3-4 Stunden geschlafen, das war okay. Wahnsinn. Wie hast du deinen Beifahrer jeweils immer gefunden, oder wie hast du dich da so zum Team eingespielt? Ich fing an mit einem Beifahrer, das war ein Freund von mir, muss ich sich so vorstellen, 2 junge Burschen haben keine Ahnung von nix, aber sagen, wir wollen Rallye fahren, einer sitzt daneben, einer fährt, und so haben wir uns dann schön langsam nach oben gearbeitet, bis zur ersten deutschen Meisterschaft, saß der Arvid Fischer neben mir, und dann haben sich aber unsere Wege getrennt. Und ansonsten, ich hatte nie große Probleme, mich schnell auf einen neuen Beifahrer einzustellen. Und wobei ich sagen muss, ein guter Beifahrer, ein Profi-Beifahrer, der kommt auch mit jedem Fahrer zurecht. Und bin ja viel in England gefahren. Wir haben dann einfach den Schrieb auf Englisch übersetzt. Oder auch die Jahre, wo ich mit dem Italiener gefahren bin, der hat dann auch Englisch geredet, und sind wir eine Rallye gefahren, Isle of Man, kommt ein Einheimischer und sagt, welche Sprache ist das, der euch unterhaltet? Schau den an, sagt Englisch. Und er, no. Okay. Italienisches Englisch. Ja. Das war noch für Toyota oder war das nachher schon Ford? Toyota war die Anfangszeit. Für Ford bin ich eine Rallye gefahren. Aha. Und die haben wir dann vorsichtshalber gewonnen, weil ich war eingeteilt als, ich sollte irgendjemand Punkte wegnehmen, und denke ich, am besten gelingt dir das, wenn du die Rallye gewinnst, weil dann sind alle anderen hinter dir. Haben wir gemacht, und es war aber eine einmalige Geschichte. Hat auch funktioniert. Dann wurde der Reinhard Heimbach deutscher Meister, und wir haben das, was wir tun sollten, eben gemacht. Dem Konkurrenten Punkte weggenommen. Das ist ja manchmal auch gut. Ja. Und dann bist du zu Audi gekommen. Die Audi-Zeit begann eigentlich Ende 1978. Das ist eine verdammt lange Zeit, wenn man so zurückdenkt. Und ging so in weitesten Zügen bis 1986. Und in der Zeit, ja, ich sage auch heute mal, Audi ist meine sportliche Heimat. Ja. Und nachdem dann Ende der 90er Audi Tradition gegründet wurde,
Dann bin ich seitdem für Audi Tradition unterwegs. Also das sind die ganzen Autos, die im Museum stehen. Es sind auch ein paar Motorräder dabei, hochinteressant. Und es ist immer eine Ehre für mich, wenn Audi anruft und sagt, wir brauchen mal wieder so einen Kasper, der das alte Zeug noch fahren kann. Also da müssen wir ein bisschen über die Entwicklung reden, weil das war damals ja so, dass Jürgen Stockmar, mit dem ich auch schon mal ein Interview gemacht habe, der war damals Entwicklungschef und Ferdinand Piëch kam zu Audi und dann haben die irgendwann gemerkt, dass der Allrad ein fantastisches Fortkommen sichert, auch wenn man leistungsmäßig unterlegen ist. Und dann ging es los, dass man einen großen Motor und den Allrad in den Audi 80 eingebaut hat. Ja. Und da kamst du ja schon recht bald ins Spiel eigentlich. Also am Anfang hat man noch so ein bisschen heimlich ist man Rallyes mitgefahren, ohne groß auffallen zu wollen, glaube ich. Aber du warst schon dann dabei. Wir haben also die ersten Prototypen waren tatsächlich Audi 80 umgebaut, aber schon mit der Technik drin. Und für mich war das dann auch Neuland, wobei ich also eigentlich mehr diese schiere Leistung von so einem Turbomotor, der natürlich mit entsprechender Verzögerung, aber umso abrupter eingesetzt hat, das habe ich als wesentlich toller empfunden als den Allradantrieb. Ja klar, das geht halt vorwärts. Und da haben wir viele Kilometer gefahren und da hatten wir dann auch eine etwas bedauerliche Geschichte, weil einer von den Prototypen ist dann tatsächlich abgebrannt und ich hatte Glück, dass ich da noch rauskam. Wirklich? Ist das so? Da waren wir in Algerien, Testfahrten gemacht und da ist eine Benzinleitung gebrochen. Wir hatten alle keine Erfahrung. Also auch die Mechaniker, die Ingenieure und deswegen testet man ja, um sich diese Erfahrung anzueignen. Und dann stand das Auto mit einem Schlag sofort in Flammen. Ich habe geschaut, dass ich das Ding noch zum Stehen kriege und auf und davon und sah dann mit Tränen in den Augen, wie dieses handgefertigte, wie dieser Prototyp vor mir abfackelt, aber bis auf die Grundmauern. Und im Umkehrschluss war es auch für die Verantwortlichen, auch Jürgen Stockmar war da mit dabei, die haben da auf die Uhr geschaut, so, jetzt müsste er langsam kommen und stattdessen sehen sie hinten in der Ferne eine schwarze Rauchsäule. Ja, schön. War auch nicht so angenehm, weil die wussten ja nicht, was da los ist. Klar. Und, gut, und nichts Schlechtes, was auch was Gutes war, weil am nächsten Tag kam Ferdinand Piëch, um zu sehen, wie es vorwärts ging. Und hat dann sofort angeordnet, und das schätze ich oder habe ich immer sehr geschätzt an ihm, diese schnellen Entscheidungen. Ab sofort hat er gesagt zu seinen Ingenieuren, jeder Prototyp im Motorsport Feuerlöschanlage. Denke ich mir, sauber. Das hattet ihr nicht standardmäßig drin? Nee, okay. Ich saß da auch ohne Sturzhelm, im kurzen Hemd drin, waren ja nur Testfahrten. Ja, natürlich. Und heute geht man das wesentlich professioneller an, Gott sei Dank. Aber so für die ersten Gehversuche, aber das hat uns fast ein halbes Jahr gekostet. Wo du gerade sagtest, man geht das heute immer professioneller an. Wie ist deine Entscheidung eigentlich auf Audi gefallen? Also du hattest ja Angebote wahrscheinlich von mehreren Werken oder hättest mehr fahren können. Und Audi war ja wirklich ganz neu im Sport, hatte eigentlich gar keine Erfahrung im Rallye-Sport. Und du kamst von Toyota, die ja tatsächlich da schon was gemacht haben. Ford bist du gefahren, alles. Wieso Audi überhaupt? Ich hatte damals wirklich die Wahl, ich hätte bei VW einsteigen können. Die hatten ein fertiges Auto, den Golf. Weltmeisterschaftsprogramm, war reizvoll. Aber der Buschfunk hat gemeint, bei Audi in Ingolstadt, da tut sich ein bisschen was. Und ein ganz entscheidender Punkt war auch diese Kombination Jürgen Stockmar, Reinhard Rode, die ich also kannte. Und vor allem Reinhard Rode, der war vorher der Manager, Sportmanager von Volkswagen. Und wenn der da dabei ist, dann hat das mehr Sinn. Okay. Und hat sich bewahrheitet und speziell Jürgen Stockmar, also von dem habe ich wahnsinnig viel gelernt. Eben dieses professionelle, konstruktionsmäßige Herangehensweise. Vorher haben wir gesagt, wenn das Ding abbricht, machen wir es das nächste Mal stärker. Und nein, da wurde über Nacht konstruiert und am nächsten Früh hast du das neue Teil bekommen. Das war halt Audi. Und dieser Geist, muss ich ganz ehrlich sagen, hat sich immer durchgezogen. Alles, was die anfingen mit Rallye, dann DTM, Le Mans, die ganze Geschichte. Und ich bin auch sicher mit Formel 1, wenn die kommen, dann gewinnen die. War toll.
bin schon irgendwo stolz drauf, dass ich sage, bei dem Haufen sind wir mit dabei. Ja, klar, ne? Allein schon, also finde ich ja immer, also das ist ja auch ein Name, der immer, man kann das kaum fast nicht mehr hören, aber Piëch ist auch irgendwie immer so ein großer Name, oder? Also der kam von Porsche mit dem 917, den er da auf die Straße gebracht hat, und dann wusstest du einfach, da schwebt jetzt der Ingenieursgeist in Ingolstadt. Ja. Und speziell Piëch war für mich ein toller Mensch, weil er hat sich seine Informationen geholt, hat den gefragt, kurz überlegt, eine Entscheidung getroffen und die war richtig. Toll. Und heute mit Entscheidungen tun sich, habe ich das Gefühl, manche Leute ein bisschen schwerer. Ich weiß nicht. Da mag was dran sein. Traut sich keiner, oder es ist selten geworden, dass man sagt, so jetzt, und dann stehe ich aber auch dahinter. Und auch zu Fehlern. Reinhard Rode, der von VW kam, der hat, also für den VW Golf, hast du jetzt gerade schon gesagt, den hat ja SMS vorbereitet. Oder ich glaube, SMS hat an Rallye-Golfen gearbeitet. Ne? Also es gab ja die Motorsport GmbH in Hannover. Da war ja der Rosorius. Genau, Klaus-Peter Rosorius. Ja. Der hat das ja initiiert und die fuhren ja auch schon mit relativ erfolgreich. Und Konrad Schmidt war eigentlich der Statthalter für Deutschland. Der hat in Deutschland die Autos vorbereitet und später ja dann auch unser Auto, unseren Audi Quattro, mit dem wir dann die Meisterschaft gewonnen haben. Normalerweise müsste das der Importeur machen, aber in Deutschland gibt es keinen Audi-Importeur, da gibt es das Werk. Ja, stimmt. Ja. Die sind Weltmeisterschaft gefahren und wir sind Deutsche Meisterschaft, Europameisterschaft gefahren. Ja. Und 79 seid ihr alles gefahren, Deutsche Meisterschaft und auch schon WM. Ja, wir hatten so ein Mischprogramm, um für Teambuilding und Rallyes kennenzulernen. Da sind wir mit dem Audi 80 gefahren. Teamkollege war Freddy Kotulinski. Ja. Auch sehr viele angenehme Erinnerungen. Für Freddy war alles easy, alles lustig, alles toll. Ein grenzenloser Optimist und da konnte passieren, was wollte. Freddy hat immer gesagt, ja, das geht schon. War toll. Schöne Zeit, möchte ich nicht missen. Man sagt immer, Audi, die hatten tolle Ingenieure, aber hatten wenig Ahnung vom Rallye-Sport oder von diesen ganzen Winkelzügen, die man da vielleicht... mussten sich da reinarbeiten. Da mussten sich erstmal reinarbeiten. Und auch das war eine Sache, die sich von vielen anderen Teams gewaltig unterschied. Bei Audi hieß es, das machen wir alles selbst. Wir haben gute Leute, wir haben gute Ingenieure, wir haben gute Mechaniker, wir können das. Und da haben einige Leute dann bei Audi wirklich erstaunlich Karriere gemacht, teils als Mechaniker, teils als Ingenieure. Hingegen bei anderen Teams, Toyota fällt mir da ein, weil ich da ein bisschen Einblick hatte, da haben wir immer gesagt, 10 Leute, 20 Nationen. Hat auch funktioniert, war toll. Ja. Also Uwe Andersson am Anfang hatte mir geguckt, natürlich sein Kern, das waren die Schweden, 3, 4 Leute, aber dann überall immer die guten Leute sich rausgepickt. Aber ich glaube, wenn es darum geht, das Reglement so ein bisschen auszuschlachten und vielleicht auch während einer Rallye dann die eine oder andere Trickserei an den Tag zu legen, das hat der Christian Geisdorfer mal erzählt, da waren die Italiener wahrscheinlich mit dem Audetto oder so ein bisschen führend. Ne? Führend. Da hat Audi sich wahrscheinlich erst noch so ein bisschen reinfuchsen müssen in diese Sachen. Die waren da vielleicht einfach zu brav oder zu regelkonform. Zu deutsch. Zu deutsch, ja genau. So kann es nennen, ja. Kannst du dich sonst noch an irgendwas erinnern, was so bei Testfahrten passiert ist? Und Jürgen Stockmann hat auch so ein paar Sachen erzählt von heimlichen Testfahrten im Wald nachts und wo die Polizei dann kam. Und das war üblich zur damaligen Zeit. Ja. Wir hatten da in der Nähe von Ingolstadt einen Steinbruch. Da sind wir ordentlich verprügelt worden von dem Auto. Also einen Tag dort zu fahren, du bist abends heimgegangen und wie gerädert. Und da ging es halt nur darum, um die Haltbarkeit vom Auto zu testen. Auch in Neuburg, nicht zu verwechseln mit dem, was jetzt da entstanden ist. Da gab es einen Truppenübungsplatz. Da haben wir auch sehr viele Kilometer gefahren. Dann auch mit den Prototypen. Die waren erkenntlich, ich weiß nicht, wie es heute ist, aber die hatten irgendwo einen roten Punkt an der Scheibe. Dann wusste der Werkschutz, der darf bei Tageslicht nicht raus, dass man nicht sieht. Also mussten wir nachts fahren. Und dann kam Piëch, sagt, meine Herren, nicht unter 1000 Kilometer morgen früh. Und dann sind wir die Autobahnen rauf und runter getobt. Da ging es eben darum, Dauerlauf zu fahren, Langlebigkeit und so jede Ausfahrt raus, drüben wieder rein, dass ein bisschen Leben in die Bude kommt. Und tagsüber haben wir geschlafen, nächste Nacht sind wir wieder losgezogen. Mit welchem Wagen war das? Quattro.
Tatsächlich mit dem kurzen oder mit dem Anfang mit dem langen? Und nee, mit dem ganz normalen, langen Quattro und den dürfen wir eben nicht sehen. Ja, klar. Ja. Ja, Wahnsinn, oder? Dass man das immer auf den Straßen noch gemacht hat. Damals. Und es hat ja auch geklappt, weil keiner hatte ein Handy dabei, wo Fotos gemacht werden können. Ja, und dann hat man eine Teststrecke oder eine Landstraßenschleife rund um Ingolstadt. Die ist größtenteils noch auf meinem Mist gewachsen. Und das Kriterium war, um einen bestimmten Ort, wo der Chefmechaniker gewohnt hat, wir hatten Funk im Auto, aber natürlich noch keine Handys. Und die Reichweite des Funks hat diese Strecke bestimmt, dass ich also immer sagen konnte, wenn mir irgendwas passiert, jetzt erreicht er mich noch oder ich erreiche ihn und kann mir helfen. Wenn ich irgendwo im Wald stehe, ist kein Telefonzelle oder irgendwas. Ja, klar. Und auf dieser Strecke wird, habe ich mir sagen lassen, teilweise auch heute noch gefahren. Heute haben sie immer Handys. Als das dann feststand, dass es jetzt um die WRC natürlich ging mit dem kurzen Quattro, wie hat man sich da so in Erscheinung gebracht, dass man da vielleicht zu dem Kernteam gehört, was die WRC mitfährt? Das war eine Sache, wo ich jetzt viele, viele Jahre später mir schon oft Gedanken gemacht habe, hätte man damals eine Chance gehabt, in das WM-Team zu kommen. Ich gehe sogar einen Schritt weiter. Unter Stockmar hätte ich vielleicht eher eine Chance gehabt. Aber die Philosophie war bei Audi, das Auto ist deutsch, da wird berichtet. Also müssen wir schauen, dass die Fahrer international sind. Okay. Und da fiel ich ein bisschen hinten runter. Aber ich habe praktisch die ganze Zeit viele Testfahrten gemacht, Langstreckentests, Langlauftests und solche Geschichten. Und da wusste ich ja, vom Speed her geht schon. Mhm. Ja. Aber so mal eine komplette Saison Weltmeisterschaft wäre interessant gewesen. Gegen Jahresende, wenn es dann um die Markenweltmeisterschaft ging, dann haben wir öfter die Chance bekommen, dass wir WM-Läufe mitgefahren sind und das hat auch gut funktioniert. Ja, eigentlich schon, weil also Erfolge hattest du ja immer und die ganze Testerfahrung, die ganze Entwicklungserfahrung, außer an Walter, an dem waren sie natürlich dran, weil der schon Weltmeister war. Ne? Das war natürlich die Lichtgestalt, das ist ja heute noch der Walter und es hat 4 Jahre, glaube ich, gedauert, bis er dann endlich zu Audi ging und war klar, irgendwann kommt er. Er hat auch viel mit Dieter Basche, dann die Entwicklung vom Sportquattro mit dem S1, also mit dem ganzen Flügelwerk, da war die Erfahrung von Dieter Basche wieder maßgebend, von der Rundstrecke her, über die Aerodynamik. Da war ich am Anfang auch skeptisch, weil ich bin auch viele Tests gefahren. Und irgendwann, das war in Frankreich, Michelin, Testgelände bei Regen, wunderbar. Das Auto übersteuert so arg, ich wollte gerade Luft holen. Was ich als Fahrer jetzt machen würde, an den Achsen, Dämpfer, Federn, und sagte Basche, dann machen wir hinten 2 Flaps auf den Flügel, so breite Dinger. Denke ich mir, Flaps, das Übersteuern war weg. Wirklich, mit den kleinen Dingern? Und dann dachte ich mir so das erste Mal, mit dieser Aerodynamik hat schon was. Muss man sich doch noch damit auseinandersetzen. Ja. Du hast eben schon gesagt, dass du unter Stockmar vielleicht eine Chance gehabt hättest. Es gab ja dann irgendwann dieses Zerwürfnis zwischen Piëch und Stockmar. Und dann ist der Reinhard Rohde nicht der Nachfolger geworden, was wahrscheinlich schlau gewesen wäre fürs Sportprogramm, sondern kam Walter Treser. Ja. Und da war das so, dass du einfach kein Treser-Fahrer warst. Treser hatte null Interesse. Ich hatte ja damals einen Teamkollegen, den Walter Smolaj. Ja. Und da hat Audi gesagt, das war 1980, ihr beide fahrt Deutsche Meisterschaft mit Audi 80 und der Bessere, wie immer man das dann definiert hätte, kommt ins WM-Team. Keiner von uns kam in dieses Team, sondern wir haben uns dann nur angeschaut, das Moller und ich haben gesagt, jetzt stehen wir beide auf der Straße und hatten beide für 1981 keinen Fahrervertrag. Das eint euch mit Walter Röhrl übrigens, der ja da bei Mercedes der stand 81 auch auf der Straße. Ja, war so. Also ihr hattet bei Audi gar keinen festen Vertrag. Also das war gar Jahresverträge. Gab es für dich mal zu der Zeit, als du dann gemerkt hast, vielleicht wird das mit dem WM-Team nichts, die wollen das international besetzen, dass du die Marke wechselst oder so? Oder? Ja, wenn du im Dezember erfährst, dass du nächstes Jahr nichts zum Fahren hast, ist es verdammt schwer. Und SMS, Konrad Schmidt, hat dann 81
auf Eigeninitiative, er war ja auch mit betroffen. Der ist auch rausgeflogen, ne, von Tresa. Mehr oder weniger. Er hat dann in Eigeninitiative ein Audi Coupé eingesetzt. Das war praktisch, sah aus wie ein Quattro, aber ohne breite Kotflügel, Frontantrieb. Und mit dem ist dann abwechselnd Walter Smolay und ich sind dann abwechselnd Rallyes gefahren, um einfach zu zeigen, wir sind noch da. Und nachdem die Ära Tresa beendet war, kam Reinhard Rode als Sportchef und der hat gesagt, ich will, dass 82 ein Quattro in der deutschen Meisterschaft fährt. Wir haben so ein tolles Auto und in Deutschland fährt das Ding nicht. Wir wollen das in Deutschland zeigen. Und dann fiel die Wahl auf mich und ich habe mich mit der deutschen Meisterschaft ordentlich bedankt für das Vertrauen. 82 hat es gleich geklappt auf Anhieb. War wunderbar. Ja, das stimmt. Wobei ich dazu sagen muss, das Auto war überlegen. Also es war nicht einfach zu fahren, klar, aber dafür hatte ich ja jede Menge Testkilometer. Ich wusste einigermaßen, wie man damit umgeht und wenn das dann der Fall war, dann waren wir wirklich der Konkurrenz überlegen. Gebe ich zu, kein Problem. So, nach 82, also da bist du ja nun wirklich mehr als aufgefallen. Ja, auch wenn das Auto überlegen war, also gab es da dann Anfragen, dass andere Werke mal gesagt haben, den können wir auch international gebrauchen? Von anderen Werken kam nichts, hat mich halt gar nicht interessiert, weil Audi war mein Ding und ich bin dabei geblieben. Hatte dann auch ein Engagement in der englischen Meisterschaft, das ging über ein paar Jahre dann auch weg. Und der David Sutton hat diese Autos eingesetzt und ich fuhr dann mit Teamkollege Stig Blomqvist, der fuhr in Gruppe B Quattro und ich fuhr in Gruppe A Audi 80, fuhren wir englische Meisterschaft. Und das war toll. Leider hatte ich dann in dem Jahr einen bösen Testunfall und war fast ein halbes Jahr außer Gefecht. Was ist da passiert? Bin bei Reifentests an einem Baum gefahren. Mir fehlt bis heute jede Erinnerung, aber war heftig. Und dann hat Audi versucht, zumindest zu retten, was zu retten ist, weil Beifahrer bekamen ja gleich viele Punkte. Und haben gesagt, machen wir wenigstens den Beifahrer zum deutschen Meister. Und dann fuhr Michel Mouton, fuhr dann eine Rallye mit meinem Auto. Ich weiß gar nicht, wie es ausging. Beim Rest der Meisterschaft sind wir gefahren, aber keine Ergebnisse, hatten auch ein bisschen Pech mit Material. Aber jedenfalls ist der Beifahrer auch nicht deutscher Meister geworden. Leider. Okay. Ja. Aber du warst ein halbes Jahr außer Gefecht. Was ist dir da passiert? Also da musst du ich habe mir ziemlich bös das Bein verletzt. Okay. Und Kniescheibe mehrfach gebrochen, offener Bruch und war nicht lustig. Ne? Klingt nicht so lustig. Es war auch am Anfang, hat es geheißen, das wird nichts mehr und Bein wird steif. Und ja, aber auch da hatte ich vielleicht Glück und geht wieder alles. Haben sie alles wieder hingepflegt. Dass der Michel Mouton mal mit deinem Beifahrer gefahren ist, du bist auch mal mit der Beifahrerin von Michel Mouton gefahren. Mit der Fabrizia, Mit der Fabrizia, genau. Wie kam das zustande? Das war das Jahr 1985, wir fuhren Europameisterschaft mit einem italienischen Team. Und ich hatte ein Beifahrerproblem, der war nicht zur Verfügung oder irgendwas. Ich krieg's nicht mehr genau hin und dann haben die Italiener gesagt, du fährst halt mit der Fabrizia. So, die wird mit mir fahren. Aber wir hatten viel Spaß. Ja. Auch hier wieder unseren deutschen Schrieb auf Englisch übersetzt und ich musste dann halt leider alle Hinweise mit Bäumen aus dem Schrieb rausstreichen, weil wir haben ein Zahlensystem beim Aufschrieb. 1, 2, 3, 4 und so weiter. Und sie hat dann aber vorgelesen, left 3. Welchen Baum meint sie? Ach, das ist die Kurve. Also, okay. Und stimmt die Geschichte, dass du ihr die Haare flechten musstest? Ja, sie hat mich darum gebeten vor einer Prüfung. Das war sie scheinbar von der Michelle so gewöhnt. Bevor sie die Kopfhaube aufsetzt, hat sie gesagt, kannst du mir jetzt einen Zopf flechten? Sag ich, du kannst alles von mir verlangen, aber ich kann keinen Zopf flechten. Und war dann von den Zuschauern da an der Startrampe war dann irgendeine Frau und die hat sich dann ihrer angenommen und dann war das erledigt. Das war die gar nicht gewohnt, dass da auf einmal ein Mann am Steuer saß, der sich auch nicht schminken wollte. Aber wir haben auch heute noch
gutes Verhältnis und Fabrizia ist ja immer noch aktiv. Letztes Jahr ist, meine ich, sogar die klassische Safari gefahren. Oh, okay. Und dann habe ich zu ihr gesagt, Fabrizia, lass das sein. Wir werden nicht jünger. Ja, wenn es Spaß macht. Und aber exzellente Beifahrerin. Und was mir in Erinnerung blieb von Fabrizia, ist ja die 3 Uhren. Nicht eine, 3. Eine für die Zeit auf der Prüfung, eine für die normale Zeit und eine für die Mechaniker. Und die standen aber stramm, wenn sie gesagt hat, Hände weg vom Auto, wir müssen fahren. Jawohl. Die hatte schon das Zepter in der Hand, das war richtig gut. Okay. Fabrizia Pons. Ja. Gab es Rallyes, die dir besonders gut gelegen haben? Schotter? Oder? Ja, ich bin im Prinzip alles gern gefahren. Und ja, was mir immer gut gefallen hat, zum Entsetzen der Beifahrer, großer Gang, Regen, Kurven, Asphalt. Okay. Also wo es richtig zur Sache ging. Ja. Dass du sagst, ich habe den 5. Gang drin, 180 auf der Uhr und die Kurve, die geht voll, auch im Regen. Das fand ich immer gut. Okay, also eher so die englischen Rallyes vielleicht, wo es einfach viel regnet. Ja, aber in England war in erster Linie Schotter. Das Matsch, ne? Ja. Und Schotter ist zu der damaligen Zeit untrainierbar. Also du hast am Start deine Karte mit den Abzweigen bekommen und der Beifahrer hat gesagt, in 3-4 Meilen kommt einmal ein Linksabzweig und dazwischen bist du alleine auf sich gefahren. Und auf Schotter ist das, finde ich, ein bisschen einfacher, weil du das Auto ständig in Bewegung hältst. Und du bist also, ja, du bist immer im Grenzbereich und bist nicht in einer stabilen Phase, wo du sagst, jetzt muss ich das Auto erst querstellen, sondern du bist immer ein bisschen am Tun und am Machen. Und das ist ein tolles Gefühl, wenn du siehst eine Kuppe, erste voll, zweite voll, 5. Gang drin, 6. Gang drin, kommt wieder eine, ach, wird schon gehen, wieder voll, geht geradeaus weiter. Aber in England gab es dann auch Rallyes, Circuit of Ireland zum Beispiel, da bist du unbekannt auf Asphalt gefahren. Und das war eine andere Nummer. Weil auf Asphalt kannst du das Auto nicht in Bewegung halten. Da musst du Linie fahren. Und dann muss das passen. Und wenn die Kurve enger wird, ja, das ist doof. Oder Isle of Man. Ja. Also, ich weiß nicht, wie ich die im ersten Jahr gefahren bin. Trotz schrieb, 2-mal drüber, mehr durfte man ja nicht. Ich habe es von links und von rechts gekriegt, von den Einheimischen. Also damals Russell Brooks, Vatanen fuhr, Jimmy McRae. Wie kann man diese Zeiten fahren? Ein Jahr später war ich wieder dort, dann ging's. Das ist auch mit der Erfahrung von einmal drüber. Ja. War lustig, ja. Ja, das glaube ich. Bist du die schwedischen Rallyes gerne gefahren mit den Sprüngen? Ich bin da oben nicht viel gefahren. 1000 Seen bin ich einmal gefahren. Und ja gut, Sprünge, das sieht spektakulär aus, ist aber für einen Fahrer, finde ich, uninteressant. Okay. Du bist da in der Luft und kannst nichts machen. Und das Einzige, was du ein bisschen beeinflussen kannst, dass du eben sagst, ich will nicht so weit springen, dass du vorher ein bisschen bremst, um wieder Gas geben zu können. Aber es geht nur aufs Material. Also keine besonderen Sachen da oben. Und was natürlich toll ist, du bist immer im Highspeed-Bereich unterwegs und die Straßen sind relativ breit. Das macht schon Laune. Aber Sprünge kannst du dich nicht einbringen. Geht nur aus Material, wo man nicht ganz im Highspeed-Bereich unterwegs ist, die afrikanischen Rallyes. Da war ich nie. Ich bin zwar mal die Paris-Dakar gefahren, aber nach 2/3 war dann Schluss. Aber das war ja damals mehr Abenteuer als Rallye. Ich wollte gerade sagen, wie kam es zur Paris-Dakar? Suzuki hat zur Marktführung von diesem kleinen LJ80 gesagt, als Marketingmaßnahme fahren wir mit 2 Autos Paris-Dakar. Ja, Autos waren definitiv zu klein, zu schwach. Aber war eine interessante Erfahrung, nicht immer lustig. Gerade in der Anfangszeit, das war, nee. Ich habe auch spontan gesagt, wenn einer kommt und sagt, das fahren wir nochmal, also nein. Brauche ich nicht mehr. Ja, glaube ich. Wer war da dein Beifahrer, dein Rallye-Beifahrer? Oder? Es war ein Rallye-Beifahrer, ja, okay. Aber kein Stammbeifahrer von mir. Okay. Mittlerweile hat sich der Charakter komplett geändert. Das sind halt
lange WPs geworden, immer noch untrainierbar. Gehe ich davon aus, wer weiß, was die für Informationen haben, im Langstreckencharakter. Du brauchst sehr viel Erfahrung, aber du fährst einen ganz anderen Speed. Das ist, also ich schaue es ja ganz gern an, aber wenn man dann sehe, wie die sich da über die Dünen drüber hauen, Jesus. Ich glaube, es ist auch immer noch gefährlich. Und was ich ja nicht verstehen kann, ist, wie man den ganzen Tag auf dem Motorrad stehen kann. Auch eine Geschichte von damals, gab es noch Seitenwagen. Auf der Dakar? Auf der Dakar. Und es gibt ja diese Motocross-Seitenwagen-Dinger, also das ist praktisch ein hoher Rahmen mit einem Rad dran. Ja. Und der stand wirklich den ganzen Tag, der arme Kerl. Die da dem Ding festgehalten. Der konnte ja nirgends sitzen. Ja, natürlich. Ach, das ist, also ich weiß auch nicht, wie man sich da so quälen kann, aber du bist 1984 dann nochmal Deutscher Meister geworden für Audi. Ja. War das bessere Jahr und leichter oder was? Das war ein Jahr mit mehr Höhen als Tiefen, Gott sei Dank. Aber, wie soll ich sagen, wir fuhren auf eigene Rechnung. Weil nach dem Jahr vorher, wo ich ihm sagte, dass wir keine Ergebnisse hatten, wurde beschlossen seitens Audi, wir stellen das Programm Deutsche Meisterschaft ein. Hatten aber nicht mit der Hartnäckigkeit von Konrad Schmidt gerechnet. Der sagt, das werden wir schon sehen. Wir fahren trotzdem Deutsche Meisterschaft, hat aus allen Ecken noch Teile zusammengekratzt. Und wir hatten dann ein Auto und ich meine, es war dieses Jahr, dieses Auto fuhr deutsche und belgische Meisterschaft mit Marc Douet. Und wurde jedes Mal die Sponsoren wieder umgeklebt. Bin mir nicht sicher, ob es dieses Jahr war, aber wir hatten ein Auto und haben 2 Meisterschaften gewonnen. War witzig. Und das ist mal immer, wenn wir ihn getroffen haben, den Marc, ich mache ja an dem Auto nichts kaputt. Ja, und du auch nicht. Ja, wo du gerade sagtest, 83, das war ein Jahr zum Vergessen. Ne? Das war ja das Typische, was auch heute noch sich oft durch den Motorsport zieht oder andere Sportarten, das Jahr danach. In einem Jahr machst du irgendwas, gewinnst, bist erfolgreich, verdienst Geld und im nächsten Jahr, du machst das Gleiche und es geht alles daneben. Ob das dann Kopfsache ist, dass du sagst, ich bin vielleicht doch nicht so konzentriert oder ob du denkst, ist ja letztes Jahr gegangen, wird schon wieder gehen. Ich weiß es nicht, aber eine interessante Erfahrung und in diesem Jahr 84 sind wir 13 Rallyes gefahren, nicht alle mit SMS, da waren auch andere, allerdings Audis dabei, bin mal in Südafrika gefahren und von den 13 Rallyes, also Europameisterschaft, Deutsche Meisterschaft, überall habe ich 11 gewonnen. Das ging wie von selbst. Manchmal ist das so. Ne? Ja. Zu den Misserfolgen nach dem Erfolg kann unsere Fußballnationalmannschaft auch ein Lied von singen, glaube ich. Eins? Ja, also einige mehr, das stimmt. Ab wann würdest du eigentlich sagen, oder warst du Profi? Ab wann hast du vom Rallye-Sport gelebt? Das war schon die Toyota-Zeit wahrscheinlich, oder? Wo das Ganze professionell war und wo ich dafür, dass ich am Lenkrad gedreht habe, Geld bekommen habe, das war die Toyota-Zeit. Mitte der 70er, würde ich mal sagen. Okay. Aber ich habe mich nie drauf verlassen. Ich habe gesehen, wie schnell das gehen kann. Und diese Erfahrung, dass du von heute auf morgen auf der Straße stehst, hatte ich ja 1986 nochmal, wie die Audi-Zeit vorbei war. Und da habe ich immer versucht, noch ein zweites Standbein zu haben. Und das war Nachwuchsarbeit mit dem ADAC, Rallye-Schule, Junior-Cup-Betreuung, Fahrerlehrgänge in Eigenregie, Lizenzlehrgänge. Das war ich immer so ein zweites Standbein, dass ich sage, also nur vom Rallyefahren, da gibt es in Deutschland so gut wie nur einen, der richtig davon leben kann. Ja gut, aber ich meine, du ja auch am Ende des Tages. Bei dir ist es ja auch aufgegangen, aber du hattest nie so einen Plan B, also es war immer basierend auf Motorsport, du hast kein Studium oder sowas angefangen noch? Doch, ich bin Architekt. Nie eine Sekunde. Jetzt ist es klar. Arbeiten. Nein, du hast nebenbei studiert. Ja. Wie hast du das unter einen Hut bekommen? Ja, viel habe ich nicht mitgekriegt vom Studium, es hat aber gereicht. Ich musste ja daneben noch für Autoverleih arbeiten, Autos Rückführung, in der Nacht Taxi fahren, um Geld zu verdienen, um Rallye fahren zu können. Aber
ging schon irgendwie. Also gut. Das hast du zur Beruhigung deiner Eltern gemacht oder zu deiner eigenen? Ja, die haben nicht alles mitgekriegt. Wobei, um nochmal auf meinen Vater zurückzukommen, er war immer sehr großzügig. Also er hat mich schon unterstützt und ja, wenn es mal ganz knapp wurde, dann in die Tasche. Okay. Aber du hast tatsächlich nicht einmal als Architekt gearbeitet? Nee, weil, wie heißt der Spruch, nur dem schlechten Architekt fällt was ein. Okay, lassen wir mal so stehen. Ja, wo du das schon sagtest, ADAC Rallye-Fahrerschule, das hast du jahrelang geleitet, 25 Jahre, glaube ich, oder? Das müsste hinkommen, lange Zeit, ja. Und es war im Prinzip nichts anderes als meine Erfahrung, die ich in dem Sport hatte, an die jungen Leute weiterzugeben. Und teilweise haben sie es gut gemacht. Ich glaube, wir hatten 14, 15 deutsche Meister, Europameister und sogar einen Weltmeister. Wer? Isolde Holderried war 4 Jahre Weltmeisterin Rallye. Bin ich stolz drauf. Die hat bei uns angefangen. Das erzählt sie auch bei mir im Podcast, das stimmt. Ja, das ist eine gute Geschichte. Gemacht, ja, das stimmt. Wie kann man sich so eine Rallye-Fahrschule vorstellen? Es fing an durch den damaligen Sportpräsidenten vom ADAC, Wilhelm Lüding. Der sagt, Demut, wir machen Nachwuchsschulung, mach da mal was. Okay. Und haben einen 3-Stufen-Kurs gehabt, Grundkurs. Das heißt, jeder kann kommen, hört sich das an und ich suche mir dann bei der praktischen Prüfung draußen, haben wir also so 3, 4, 5 typische Situationen aufgebaut, die beim Rallyefahren kommen können. Suche ich mir dann die Leute raus für den 2. Kurs, Fortbildung. Dort lernen sie die Technik. Also Linksbremsen bei Frontantrieb, Umgang mit Handbremse, alles, was so auf einen zukommt. Und da wiederum, die Besten kommen in den Topkurs und da haben wir versucht, auch mit Beifahrern eine Rallye ein bisschen zu simulieren. Die kriegen viel mit, Sportgesetz und sind dann da 2,5 Tage richtig am Rödeln. Und dann haben sie auch damals die C-Lizenz bekommen und wurden sozusagen auf die Menschheit losgelassen. Und es war Zusammenarbeit mit ONS, also heute DMSB, hat das auch gut funktioniert, weil die gesagt haben, eigentlich sind die Leute, die eine Ausbildung hinter sich haben, vielleicht eher auf der Rallye aufgehoben, als jemand, der sich in 4, 5 Jahren Erfolgsnachweis dann die entsprechenden Lizenzen erwerben kann. Und wenn ich mir das heute anschaue, ich bin öfter noch unterwegs als sogenannter Fahrerverbindungsmann, also Funktionär, der, wie der Name sagt, zwischen den Rallyefahrern und der Organisation so der Mittelsmann ist. Ich bin manchmal entsetzt, speziell die Beifahrer, die wissen nichts. Die können kein Sportgesetz, die wissen nicht, wie man sich hier verhält, die wissen, Parc fermé, wie war das doch schnell wieder? Und entsetzlich. Und da denke ich mir, Mensch, wäre vielleicht besser, wenn da besser geschult würde. Wobei, wie schnell dann einer fährt, auch wenn er jetzt diese Ausbildung hinter sich hat und sagt, okay, ich weiß, wie das geht, aber ich kann es nicht. Das ist eigentlich egal. Hauptsache, er verhält sich richtig. Ja, klar. Auch hat immer viel Spaß gemacht. Vor allem, ich hatte immer ein Sportprogramm mit dabei. War auch lustig. Ja, das glaube ich. Und das war aber ein geförderter Kurs, oder? Also wie du gerade sagtest, das konnte man nicht kaufen. Man konnte nicht sagen, hat das gesponsert. Deswegen auch diese Auswahl in die nächste Stufe. Genau. Weil das war nichts, was man sich für 10.000 Mark hätte kaufen können. Nee, also das war ganz ganz klarer Auftrag. Auch der Nachfolger von Wilhelm Lüding, das war der Hermann Tomczyk. Mit dem war ich übrigens mal in meiner Anfangszeit, da war mal ein Teamkollege von mir. Wir fuhren beide Toyota im gleichen Team. Ach so, okay. Ja, seitdem kennen wir uns. Ja, und der hat es auch immer gefördert. Und zum Beispiel dieser erste Kurs, dieser Grundkurs, 100 D-Mark. Also nix. Um einfach zu sagen, wir wollen die Leute ans Rallyefahren bringen. Und das wurde dann immer delegiert an die jeweiligen Regionalverbände, die wiederum haben es an Ortsclubs delegiert. Also es lief wirklich gut. Hat Spaß gemacht. Und das hast du schon parallel zu deiner Audi-Zeit angefangen? Immer parallel, ja. Und nach dem Gewinn der 2. deutschen Meisterschaft 1984, was kam dann 85? War das auch wieder so ein schlechtes Jahr für dich? 85 war genauso fürchterlich dieses Jahr.
Da hat wirklich nichts funktioniert. Verrückt, tatsächlich. Ja, das ist teilweise am Auto, teilweise lag es an mir und gibt's. Ja. So, und dann warst du 86, war dann Schluss bei Audi. Ja, da hatte ich noch einen Testvertrag und das waren ja auch dann die letzten Auftritte von der Gruppe B. Danach fuhr Audi ja noch 87, meine ich, war das Pikes Peak Projekt. Da habe ich viel getestet. Mit dem Pikes Peak Rennen? Ja, das war der allererste, haben wir das erste Auto, was gebaut wurde, haben wir in Hockenheim mehr oder weniger einen Rollout gemacht, um zu sehen, ob es überhaupt funktioniert. Nicht jetzt Abstimmungsarbeiten, dafür ist für Pikes Peak ist Hockenheim nicht geeignet, bloß zu sehen, geht das Ding, funktioniert. Und dann war noch der kleine Kurs und beim Armbremsen, wo du in den großen Kurs einbiegst, ins Leere getreten. Jo. Und da bist du, da war vorher so eine Linkskurve, das war immer so ein bisschen Mutkurve mit schnellen Autos. Und ich habe gesagt, so, jetzt in der Runde fahre ich das Ding mal voll. Und hat sich der Motor verabschiedet. Das ist regelrecht auseinandergeflogen. Hat alles beschädigt, dadurch hatte ich keine Bremse mehr. Ich bin dann links die Böschung hoch, sah dann das Motodrom einmal kurz von oben. Hatte aber Glück, dass wir da heil rauskamen. Naja, Test begann um 8, um 8:30 haben wir zusammengepackt. Zusammengefegt sozusagen eigentlich. Ne? Ja, und das Schönste war, Hockenheim ist ja ein Besitz von Mercedes und die haben dann natürlich auch ihre Runden gedreht und der Erste, der da war ein Testfahrer von Mercedes und der schaut da rein und von dem Motor war echt der eine Zylinder komplett weg. Und er hat gesagt, der war eh zu viel. Das ist ein Vierzylinder. Jetzt haben wir wieder einen Vierzylinder, ja. Wie waren eigentlich diese Gruppe B-Autos für dich zu fahren? Toll. Das muss so faszinierend sein, oder? Ja, es ist auch heute noch, wenn ich mich da reinsetze, wie die Dinger anschieben, das macht richtig Spaß. Ja, und ja, ich bin nicht der einzige Fahrer, ob Rundstrecke, ob Rallye oder irgendwas, der sagt, PS kannst du nie genug haben. Es ist einfach schön, wenn du damit umgehen kannst und setzt dich rein und ja. Ich habe neulich einen Vortrag von Christian Geisdorfer gehört, der beschreibt, wenn Journalisten mitgefahren sind, dass die ohnmächtig geworden sind. Beim Beschleunigen oder Anbremsen. Ja, also er sagt, das haben sie wohl ein paar Mal gehabt. Also das hatte ich noch nie. Hattest du nicht? Beim Kombi? Nee, ich hatte schon Leute, die gesagt haben, kann ich wieder raus? Ich wäre auch so einer gewesen. Ja. Und ich hatte öfter die Gelegenheit oder es bietet sich an, dass man sagt, jetzt fährt man mal da mit. Und ich habe da mal einen Bogen drum gemacht. Eine Ausnahme gab es, das war Walter Röhrl in der Anfangszeit. Also Walter und ich, wir kennen uns über 50 Jahre. Und wenn der fuhr, da daneben zu sitzen, da hatte ich gar keine Zeit, dass es mir übel wird oder irgendwas. Und da war ich nur fasziniert, was der Mann macht. Ist das so, dass du fasziniert bist von Walter Röhrl? Absolut. Ist das nochmal so anders? Ja, weil diese Präzision, der fährt so fehlerfrei, der haut nicht rein oder irgendwas, sondern es läuft alles so selbstverständlich und ist toll. Bist du auch bei anderen mal mitgefahren, Björn Waldegard oder so, das als Vergleich? Beim Stieg bin ich mal mitgefahren. Und das war auch faszinierend. Er ist jetzt nicht wesentlich größer wie ich, aber der hat eine Sitzposition. Wenn ich beim Testen ein Auto von ihm übernommen habe, da muss man erst den Sitz wieder einen Meter vorschieben. Der lag da so hinten drin und so mit den Fingerspitzen das Lenkrad, weil er nicht lenkt. Der macht alles mit den Füßen. Das Ding kommt quer und so, ein bisschen so. Faszinierend. Okay. Ganz eigenen Fahrstil. Okay, wie würdest du deinen Fahrstil beschreiben? Konservativ. Ich war nie der Linksbremser vor dem Herrn. Natürlich hast du die ganzen Techniken, ob Frontantrieb, Heckantrieb, das hast du alles drauf, musst du ja haben. Aber so beim Fahren selber eigentlich nichts Besonderes. Okay, ihm ist ein Wort gefallen, vielleicht ganz interessant für Leute, die jetzt da nicht so tief drin sind, Linksbremsen bei Frontantrieb. Ja. Wozu macht man das? Das finde ich irgendwie total interessant. Das ist ja, irgendein Schwede hat das erfunden. Zwangsläufig. Die Schweden haben eben mit ihrem Saab, da sind die gefahren und da haben die eben diese Technik erfunden. Das heißt, du bremst mit dem linken Fuß und gibst mit dem rechten aber Vollgas.
Das heißt, die Antriebskraft über Vollgas überwindet die Bremskraft, die du mit dem linken Fuß hast an der Vorderachse, aber nicht an der Hinterachse. Also hinten bremst er. Ja. Das heißt, du machst eine Richtungsänderung. Also es ist eigentlich ein bisschen wie Handbremse ziehen, oder? Aber viel präziser. Ah, okay. Also bei 120 ziehe ich nicht mehr an der Handbremse. Aber bei 150 kann ich mit Linksbremsen noch arbeiten. Tatsächlich, das ist der Unterschied. Die Handbremse, die nehme ich so für eine Kehre oder irgendwas. Für langsame Strecken. Und die Überwindung ist halt die, dass du auf eine Kurve zufährst, viel zu schnell, bleibst aber auf Vollgas und dann bremst du mit dem linken Fuß, der eigentlich nur kuppeln kann, der kein Gefühl hat, gefühlvoll das Ding in die Kurve rein. Das ist die Herausforderung. Ja, die zweite Art von Linksbremsen ist für ein Turbo, dass du sagst, heutzutage brauchst du das nicht mehr, aber wir hatten ja damals ein gewaltiges Turboloch. Du trittst drauf, geht nichts. Keiner zu Hause, haben wir immer gesagt. Und dann sagst du, was ist jetzt? Und dann kommt die Explosion und das Ding setzt schlagartig ein. Also gehst du mit dem linken Fuß auf die Bremse, gibst Vollgas, dass der Ladedruck sich aufbaut, hältst ihn mit dem linken Fuß und am entscheidenden Moment, wenn du denkst, jetzt ist es soweit, lässt ihn los. Und dann schießt der weg. Es gibt noch eine dritte Art von Linksbremsen, aber jetzt... raus damit. Das ist einfach eine Lastwechselreaktion, ist ja bekannt. Du lenkst ein, gehst vom Gas. In dem Moment hast du die ganze Radlast vorne, aber hinten nichts mehr. Also wird er hinten leicht und versucht sich einzudrehen. Und dieses Leichtwerden der Hinterachse unterstützt du mit einem ganz kleinen Tipp auf das Pedal, dass eben vorne durch das Gewicht keine Bremskraft mehr ist, aber hinten ein bisschen. Und da kannst du ja beim Hecktriebler das machen und wenn du das mit Geschick machst, bist du mit dem halben Fuß auf der Bremse, hier ein bisschen am Gas, weil du musst ja noch kuppeln, um zu schalten. Also so, Fahrerlehrgang beendet. Ich finde das immer so toll, du erklärst das natürlich jetzt hier so easy, aber das macht man bei 150 und 160 und am Limit und links und rechts stehen Bäume und das muss alles mit Gefühl sein und also es ist wirklich ein faszinierender Sport. Du kommst im vollen Drift mit die Slicks von Asphalt auf Schotter. Ja. Hinter der Sprungkuppe noch, natürlich Westen, ja, genau. Nein, das ist wirklich, also das, und ich finde, das ist beim Rallyefahren so faszinierend, diese Unterschiede und dieses hohe Tempo und links und rechts Bäume, also das ist aber zu diesen ganzen Fahrerlehrgängen muss ich auch dazu sagen, ich glaube, dass ich persönlich viel davon profitiert habe, weil du musst dich ja ständig mit dem Thema auseinandersetzen, dann kommt einer und fragt dich irgendwas. Dann sagst du, wie erkläre ich ihm das jetzt? Ja, weil dann zerlegst du das ganze Ding, wie ich es jetzt gerade mit dem Linksbremsen gemacht habe, so in die Einzelteile und sagst zuerst das, dann das. Und dadurch wirst du auch bewusster. Also dieses, wenn es immer heißt, das musst du im Hintern den Popometer sozusagen spüren, da spürst du nichts. Du merkst das Auto, die Bewegungen, aber ich finde immer, oben drüber muss das Hirn sein, sofern vorhanden, um einfach zu sagen dir selber, was musst du jetzt machen? Wenn das Auto so reagiert, aha, dann machen wir das, hat nicht funktioniert, dann machen wir was anderes und hört sich jetzt ein bisschen seltsam an, weil diese Situation dauert 2-3 Zehntel. Ja. Aber du hast Zeit. Du hast wirklich Zeit, dir das zu überlegen, finde ich. Andere sagen, ja, ich bin halt durch die Kurven gefahren. Ja, aber das ist ja, glaube ich, so. Wenn du einfach das intuitiv machst und Jahrzehnte schon gemacht hast, dann ist das schwer, das nachher in Worte zu fassen, weil natürlich für dich alles selbstverständlich ist. Ja. Natürlich hast du Reflexe, die schon vorhanden sind. Zum Beispiel dieser Gegenlenkreflex. Da brauchst du nicht drauf warten, sondern das ist auch so ein Punkt, wo viele Leute, Fahrsicherheitstraining, Schleuderplatte, wo du die Hinterachse wegreißt. Der Hauptfehler, die warten. Aha, das Auto kommt, dann sind schon andersrum. Ja. Sondern du musst in dem Moment, wo das Auto sich bewegt, musst du schon am Arbeiten sein. Ja. Und das ist wiederum die Erfahrung, dass du sagst, das Auto kann jetzt in der nächsten Situation gar nichts anderes machen, also leite ich entsprechende Maßnahmen ein, zum Beispiel Gegenlenken. Wobei, was ist Gegenlenken? Wo ist Gegen? Ganz einfach. Du lässt die Räder immer dahin zeigen, wo du hinfahren willst. Also wenn das Auto so fährt, wo will ich hinfahren? Ach, dahin. Also lenke ich dahin.
Das ist eigentlich alles ganz einfach für einen Rallye-Fahrer. Eigentlich ist es überhaupt kein Problem. Aber so ein Fahrtraining, das muss man auch hier wieder sagen, man kann es nur jedem empfehlen, das mal gemacht zu haben. Weil das ist, man nimmt so viel mit. Ne? Also ich habe das Glück gehabt, dass ganz früh nach dem Führerschein wurde ich von der Versicherung eingeladen. Ich weiß nicht warum, aber da bin ich wirklich raus und habe gedacht, na guck an, siehst du, hast doch wieder was gelernt. Irgendwann bei einem ADAC-Sicherheitstraining stand ein gewisser Hermann Joha auf der Matte. Oder? War das so? Richtig. Ja. Also muss man jetzt auch sagen, ich hatte neulich Peter Hick als Gast, ist er ein Stuntman, und Hermann Joha, da ist der Name auch schon gefallen, das sind Kollegen. Hermann Joha, der produziert Alarm für Cobra 11, ganz bekannt, und macht noch so verschiedene andere Fernsehproduktionen. So, und der wollte Rallye fahren lernen, oder was war sein Hintergedanke? Der kam in die Rallye-Schule, wobei man dazu sagen muss, lernen brauchst du dem Hermann nichts mehr, das ist ein exzellenter Autofahrer. Ja. Er wollte einfach auf Schotter ein bisschen mehr Erfahrung sammeln. Und dann kam er irgendwie auf Rallye-Schule, weil er gesagt hat, der Typ, der da die Sprungschanze hochgefahren ist, zu dem gehe ich hin. Der kann das. Da müssen wir auch noch drüber reden. Und ich kannte ihn vom Namen her, weil er verrückte Sachen gemacht hat. Und sage, was willst denn du hier? Und da hat er eben gesagt, ja, er will ein bisschen Erfahrung sammeln, und hat dann Rallye-Schule besucht. Und gut, in den letzten Jahren ist der Kontakt bisschen eingeschlafen, weil ich mache nichts mehr für Film. Und also du machst nichts mehr für Film, aber du bist dann von ihm für den Film entdeckt worden. Ja, und weil wir dann gesagt haben, aus Spaß haben wir dann so im Abstand von 10 Meter mit Funkgerät auf Kommando alle zwei eine 360er hingelegt. Das hat ihm gut gefallen. Und dann hat er ihm gesagt, ach, das ist toll, dass du das machst und kannst und alles. Und ich sage, ja, das ist unser täglich Brot. Ja, so kam das zustande, und ich habe viel gemacht für den Hermann, sehr viel. Gipfelte in Manta Manta, Ja, wobei ich wollte gerade sagen, gerade der neue, das Remake ist gerade im Kino gelandet. Wobei er leider damals bei dem ersten Film nicht von der Partie war, sondern er hatte einen Kompagnon, den Ernst Reimann, der hat das für ihn übernommen, weil Hermann hat sich da irgendwie selber rausgekickt, hat sich irgendwie überworfen. Ich weiß es nicht, was da war. Und wir haben praktisch in seinem Geiste, haben wir das durchgezogen, und ja, war auch eine gute Geschichte. Enormer Zeitdruck, weil parallel dazu entstand ja Manta, der Film. Die hatten ja auch sowas Ähnliches gemacht. Die waren dann zu unserem Entsetzen 2 Wochen früher im Kino. Aber wenn man so sieht im Nachhinein, war, glaube ich, Manta Manta, auch wegen Till Schweiger, Tina Ruland, glaube ich, die bessere und erfolgreichere Produktion. Der Kult. Also nicht umsonst ist der jetzt nochmal wieder in den Kinos gelandet. Ja. Hast du ihn schon gesehen? Nee, ich werde mir auch nicht anschauen. Ich habe auch versucht, den ersten Teil, wie er jetzt lief, habe dann irgendwann abgedreht. Hast du Fahrfehler entdeckt oder was? Nee, aber die Entstehung von solchen Filmen, von Stunts, ob das jetzt Cobra 11 ist oder andere Sachen, das ist das Interessante. Wie kriege ich das realisiert? Der Regisseur stellt sich Folgendes vor, du sagst, das kann nicht gehen, das ist unmöglich. Dafür könnten wir, so, und dann baut man das auf, und wie viele Versuche brauchst du? Sag ich, keinen, wieso? Ich bin Rallyefahrer, das muss beim ersten Mal sitzen. Natürlich drehst du das öfter. Ja. Und da hat man durch die ganzen Jahre, speziell mit Actionkonzept, Hermann Joha, hat man viel Spaß. Das klingt gut, aber du bist nicht diese Stunts gefahren über Schanzen mit Überschlägen in der Luft, sondern du bist eher Präzisionsfahrer, oder? Genau, wir haben uns immer Präzisionsfahrer genannt, aber stumpf vor die Wand, nee. Vielleicht auch das, was man als Rennfahrer einfach nicht in der DNA hat. Nee, du willst es ja vermeiden. Ja, eben, so, genau. Das sind die, wo der Unfall so gerade nicht passiert. Ja, genau. Für die anderen, da muss dann Hermann Joha seinen Kopf hinhalten. Ja. Und jetzt müssen wir natürlich über den Werbespot reden. Also das ist, glaube ich, ich glaube, ich kann mich an kaum einen Werbespot besser erinnern aus meiner Kindheit als an den. Tatsächlich. 1986 war das, oder? 86, ja. Da bist du die Skischanze in, wo war das? Kaltbuller. Ja. Da bist du Finnen da oben. Da bist du hochgefahren. Ja. Mit einem Audi 100 CS Quattro. So, und das, richtig. Wie seid ihr da überhaupt drauf gekommen? Die Idee kam von der Werbeabteilung.
VW und Audi waren ja damals zusammen, VAG nannte sich das. Und dann hatten die eine gemeinsame Werbeabteilung, die saß in Wolfsburg. Und die wiederum hatte Agenturen, klar, die immer die Ideen bringen. Und eine der Ideen war, wir fahren eine Schanze hoch, um zu demonstrieren, was ein Quattro kann, Vierradantrieb. Dann haben sie in Ingolstadt gesagt, geht nicht. Wie das dann zu mir kam, weiß ich nicht mehr. Jedenfalls soll da nicht gehen, weil ein bisschen Geländeerfahrung habe ich, auch mit Geländewagen selber. Ich habe da auch viele Kurse gegeben. Und jeder, der in der Kiesgrube so einen Steilhang hochfährt, der kann doch auch die Schanze hochfahren. Und dann haben wir das probiert. In Österreich, in Rettenbach ferner, neben dem Lift, wo es immer steiler wird, bis es nicht mehr ging. Und dann haben wir gemessen, könnte ungefähr diese Steilheit sein, diese 37,5 Grad, was dann ja die Schanze war. Wir probieren es. Fahren da hin, fahren da hoch mit dem Lift, machen die Tür auf. Ich schaue da runter und denke mir, ich bin der größte Idiot, der unter Gottes Sonne rumläuft. Wie soll das gehen? In dem Moment kamen dann die Entscheidungsträger und Herr Demuth, kein Problem. Aber mir war völlig klar, kann nicht funktionieren. Hat aber funktioniert. Also ich habe das Auto trotz meiner Erfahrung und allem, trotz dem Test, ich habe es ein bisschen unterschätzt. Es ging wirklich. Kriterium anfahren, dass kein Rad durchdreht. Aber du genug Schwung mitnimmst. In dem Moment, wo ein Rad durchdreht, natürlich vorne, weil da keine Radlast mehr ist vorbei. Dann steht der Apparat. Und wir hatten Sicherungen, dass nichts passiert, dass er nicht runterrutscht. Also hinten am Schanzentisch hattet ihr so ein Netz, glaube ich, oder? Ja, das wäre die äußerste Instanz gewesen. Ob das gehalten hätte, wenn du von oben runterschießt. Wir hatten durchlaufendes Seil, ähnlich wie bei einer Seilbahn in dem Moment, wo das Auto zurückrutscht. So ein Parallelogramm macht es zu. Ja. Und ich konnte noch mechanisch so eine Art Gabel auslösen, die sich dann in die Schanze reingebohrt hätte. Aber du hast es nicht gebraucht. Der ist wirklich aus eigener Kraft haben erhoben, immer beide Systeme abwechselnd versagt, aber nie zusammen. Aber ihr seid mit Spikes gefahren, glaube ich, oder? Ja, handelsübliche Spikes. Das wurde auch notariell überwacht. Und bis wir dann alles im Kasten hatten, wir hatten ja verschiedene Perspektiven. Auch ein Heli hat man dabei, einen Hubschrauber. Bin ich da 13 Mal hochgefahren. Oh Gott. Und was man auch sagen muss, du konntest nicht links und nicht rechts sehen. Du hast eigentlich nur Himmel vor dir gesehen und musstest eigentlich gerade lenken, oder? Ja, ich habe mal an die Seite so einen Klebestreifen gemacht, dass ich wusste, jetzt ist zu Ende, sonst fahre ich in diese Luke rein. Ja. Aber ich kam nicht jedes Mal so weit. Also es waren ein paar Fahrten dabei, wo dann der Apparat unterwegs stehen blieb. Und du musstest noch schalten. Das ist ja auch irgendwie nochmal... Erster, zweiter, ja. Ja, genau. Also du hast da einmal kurz diese Kraftunterbrechung gehabt. Das war das Kriterium. Wir haben es ja wiederholt. 9 Jahre später mit einem Automatik, 4,2 Liter Audi A6, da war es ein Kinderspiel. Du musst nur Gas geben. Den Rest hat die Elektronik gemacht. Mehr oder weniger. Ja. Faszinierend. Also wirklich ein faszinierender Werbespot. Und ich habe ihn mir jetzt in der Vorbereitung nochmal angeguckt. Man sieht vorne so ein bisschen den Schnee hochkommen. Aus der einen Perspektive, dass da auf jeden Fall eine Schnur ist. Ja. Und es hat ja immer geheißen, man wird gezogen. Ne? Der wird hochgezogen. Ja, genau. Solche Leute hätten das nicht verwenden dürfen. Ja, eben. Das ist interessant eigentlich. Du, ich bin auf der Herfahrt hierher, habe ich zufällig mit Tim Schrick telefoniert. Den kennst du ja auch. Ne? Den hast du ja auch schon ein paar Mal getroffen. Der ist bei dir mal Rallye gefahren zu deiner Zeit bei Citroën. Ja, da hat man mal eingeladen, eben Fachjournalisten, die so einen Test von dem damaligen Super 1600 machen konnten. Und ja, aber er hat sich sehr talentiert angestellt. Ist ja ein guter Autofahrer, der kann das ja. Ist ja ein Verrückter, ehrlich gesagt. Aber er hat noch von einer anderen Sache erzählt und da wollte ich eigentlich viel mehr mit dir drüber reden. Und zwar seid ihr auch noch so andere Tests gefahren und ihr habt ein Erlebnis zusammen gehabt in der S-Klasse in einer Steilkurve. Es muss dann in Boxberg bei Bosch gewesen sein. Das kann sein, ja. Das hat nicht gesagt. Er meinte, ich soll dich da nochmal fragen. Da hat man, ich meine, im Auftrag von Bosch einen Film gemacht für die Leistungsfähigkeit. Damals ESP war was Neues am Markt. Und da saßen wir dann zu viert drin, genau. Kamera, Ton, Tim war scheinbar mit dabei. Und in der Steilkurve hast du ja aufgrund dieser Überhöhung sehr viele
Kräfte, die auf einer normalen Straße, also Querkräfte, die nicht vorkommen. Ja. Und dann hat das Auto bei 160, die S-Klasse, gedacht, dass das Auto übersteuert und ESP bremst ja dann das kurvenäußere Rad ab. Ja. Die Bremsspur war 8 Meter lang. Und du rechnest überhaupt nicht damit und plötzlich blockiert ein Vorderrad und was passiert? Es geht pfeilgrad auf die Leitplanke zu und in dem Moment war mir klar, das wird jetzt der Unfall deines Lebens. Und er hat aber dann durch die verminderte Geschwindigkeit, du kriegst ja Speed weg, wenn es bremst, scheinbar 1,50 Meter vor der Leitplanke wieder ausgelassen und ich konnte wieder runterlenken. Aber da sind wir erschrocken. Und physikalisch zu erklären, Ja, klar. aber wenn du dann drin sitzt, Trotzdem nicht schön, auch wenn es physikalisch zu erklären ist. vor allem ist auch keiner damit gerechnet, aber dann hinterher, klar, weil die Kräfte da so hoch sind und dann denkt das System, jetzt übersteuert das Auto und ich muss es abbremsen. Also es setzt praktisch diesen Heckschwung, um das Drehen zu vermeiden, einen Bremsvorgang gegenüberliegend auf dem Rad. Ne? Ja. Ja. Und normalerweise bei ABS kann ja kein Rad blockieren. Aber dieses System, ESP, kann auch heute noch Räder kurz zum Blockieren bringen. Und wenn du halt dann entsprechend Speed drauf hast, 8 Meter kann man jetzt ausrechnen, bei der und der Geschwindigkeit dann vielleicht 2 Zehntel oder was. Ja, aber da passiert schon ordentlich was im Auto, ne? Wenn ein Rad auf einmal voll bremst. Ja. Das Lustige ist, ich habe einen Podcast, und das fällt mir jetzt gerade ein, gemacht mit dem Herrn von Zanten. Das war der Erfinder dieses ESPs bei Bosch. Also der war bei Bosch. Und ich glaube sogar, der hat mir das erzählt. Der hat mir von diesem, ich weiß jetzt nicht, ob das von dem Fall war, und ich habe das jetzt auch nicht so, aber jetzt fällt es mir gerade ein, da müsste ich jetzt nochmal wieder reinhören, dass der gesagt hat, die hatten mal Probleme bei der Abstimmung in der Steilwandkurve, dass das System, was ja damals noch sehr, noch nicht so digital war, in den Anfangs, genau, dass die das auf jeden Fall reinprogrammieren mussten, dass bei Steilwandkurven nicht unbedingt das System eingreift. Kann man natürlich sagen, wer fährt in Normalbetrieb eine Steilwandkurve. Aber du, wenn du weltweit Autos verkaufst, die Leute machen scheinbar jede Dummheit damit. Naja, was wir auch schon erlebt haben. Klar. Hast du bei Serienautos manchmal so mit abgestimmt auch? Ja, haben wir öfter gemacht. Aber da bist du als Fahrer eigentlich nur der Chauffeur. Die Ingenieure sagen dir, was du zu tun hast und das machst du. Und man greift gerne auf professionelle Fahrer zurück, weil die halt gleichmäßig und professionell fahren können. Speziell Reifentests haben sie dich losgelassen und wenn du da, Hockenheim bin ich viel gefahren, also kleiner Kurs, wie lang ist der? 2, irgendwas Kilometer. Und wenn du da plus minus 2 Zehntel gefahren bist, haben sie den rausgeschickt. Weil nicht präzise genug. Wirklich? Ja, es ist aber klar, weil die halt dann ihre Produkte entsprechend vergleichen. Und wenn die sagen, wenn beim Fahrer schon mal eine halbe Sekunde Unterschied ist, dann können wir den nicht brauchen. Dann wissen wir nicht, es ist der Fahrer, es ist der Reifen. Ja, okay. Aber dann fährst du auch nicht am totalen Limit, sondern du sagst, das sind meine Schaltpunkte und machst das eben gleichmäßig. Oder mit dem ersten Audi TT, der ein bisschen spitz abgestimmt war. Das mal vorsichtig zu sagen. Ja, ich fand's klasse. Aber es waren halt viele Leute überfordert damit. Kam ja dann andere Kinematik, ESP wurde eingebaut, Heckspoiler. Der Heckspoiler, ne? Der war ja damals das Entscheidende. Noch der damalige verantwortliche Ingenieur, der ist jetzt lange Jahre schon beim BMW, Jos van Aas, bekannter Mann, der hat gesagt, jetzt haben wir ihn kastriert. Bei BMW darf er vielleicht die Spitzenautos weiterbauen, wer weiß. Ja, das war aber damals auch meine Meinung. Wenn das ein Ferrari oder ein Lambo gewesen wäre, hätte jeder gesagt, du bist zu blöd zum Autofahren. Ja. Die sind so. Ja. Aber ein 50.000 Mark Auto damals, das muss nahsicher sein. Ja. Leider. Ja. Ja, leider, da sagst du das. Ja. Dein Herz sonst schlägt teilweise auch für italienische Autos, oder? So ein bisschen. Da bist du. Ja, stehen ein paar rum zu Hause. Es stehen ein paar rum zu Hause. Du hast tatsächlich auch klassische Autos, oder? Ja, ich habe einen bauen wir im Moment wieder zusammen. Das ist ein Alfa Romeo Bertone, 2 Liter. Okay. Ja, Motorachsen sind schon drin, aber jetzt kommen die Kleinteile und dann wird's lang. Fährst du damit irgendwie nur so jetzt ein bisschen über die Das sind Landstraße? meine Sommerautos. Im Alltag? Ja, klar.
von A nach B. Wunderbar. Sehr gut. Schalten, Bremsen, Kuppeln. Und damals ja Hightech. 4 Scheibenbremsen. Natürlich, 5-Gang, genau. 2 Nockenwellen. Ein tolles Auto damals. Ja, immer noch eine Erscheinung. Ja. So. Und sonst noch irgendwelche Klassiker? Naja, dann stehen noch 2 andere Alphas rum. Einer der wird jetzt 60, ein Spider. Toll. Wo können wir dich noch so erleben? Du fährst, glaube ich, das Eifel Rallye Festival, da bist du regelmäßiger Gast. Da bin ich regelmäßiger Gast und die haben wir jetzt in diesem Jahr das 10-jährige Jubiläum, denke ich, ja. Und da gibt es eine Handvoll, 8 oder 9 Leute, die jedes Jahr da waren, da gehöre ich mit dazu. Da bin ich stolz drauf. Aber ich muss dazu sagen, bei der Eifel, das war auch immer eine meiner liebsten Veranstaltungen. Die das organisieren, das sind Freunde. Und so, wegen euch komme ich da. Und ja, dieses Jahr fahren wir mit Audi wieder. Das hat ja immer gewechselt. Also ich bin da schon mit verschiedenen Autos angetreten, wenn eben Audi keinen Einsatz gemacht hat. Bin ja auch mal mit meinem Mercedes gefahren, den 190er oder mit dem 5-Liter SLC. Okay. Macht Spaß. Ja, das glaube ich. Ja. Und der ist ja auch, also der hat ja sogar Automatik, glaube ich, oder? 3-Gang-Automatik, aber eine Handbremse. Ja. Die ist wichtig bei dem Auto. Sonst kommst du um kein Eck rum. Also dieses Jahr fährst du welchen Audi, weißt du schon, oder? Da sind sie noch am Knobeln, was ich da fahre, aber es wird auf jeden Fall einer von Audi Tradition und diese Autos sind gut. Ja, davon gehe ich aus. Jetzt kommen wir zu meiner letzten Frage. Die letzten 50 Liter Sprit. Auf welcher Strecke und in welchem Auto würdest du sie verfahren, wenn das Rohöl mal ausgehen sollte? Ich glaube, dann würde ich meinen Spider nehmen und würde wunderschöne Strecken bei uns im Grenzland durch den Oberpfälzer Wald, über die Grenze Tschechien wieder zurück und würde dann in Eger im Café 11 noch einen Cappuccino trinken und dann hoffe ich, dass ich mit den restlichen 3 Litern heimkomme. Vielen, vielen Dank. Hat ganz viel Spaß gemacht. Ich danke. Das war der Rallyefahrer Harald Demuth und ich weiß nicht, ob ihr beim Anhören ein ähnliches Gefühl hattet, aber ich glaube, er hat sein Licht ein bisschen unter den Scheffel gestellt. Wenn ihr euch selbst davon überzeugen wollt, wie es aussieht, wenn er von der Kette gelassen wird, dann seht und trefft ihr ihn beim diesjährigen Eifel Rallye Festival vom 27. bis 29. Juli in Daun in der Vulkaneifel. Mich und einige Gäste trefft ihr schon etwas früher. Am 13. Mai gibt's die Alte Schule live in München. Meine Gäste an dem Abend werden sein Jost Capito, Harald Groß und Walter Brun. Jost war ja bis letztes Jahr noch Chef beim Formel-1-Rennstall Williams. Walter Brun hatte mit Eurobrun einst sein eigenes Formel-1-Team und vielleicht finde ich mit beiden zusammen heraus, was sich in der Zwischenzeit alles geändert hat. Wobei die Geldverbrennung wahrscheinlich geblieben ist. Leute, das wird ein unterhaltsamer Abend, das verspreche ich euch. Kauft jetzt eure Tickets auf eventim.de. Was man hat, das hat man. Wir hören uns auf jeden Fall in der nächsten Woche wieder. Bis dahin viel Spaß bei der Ostereiersuche und bleibt gesund. Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de